like a dead language, you know. But then it's like Latin, and it has no place as such in today. But then again, you often have to look back to learn about the future, you know. And I mean, it was at one point very relevant. It was talking to a lot of people very directly. Blues, das ist heute wie eine tote Sprache, wie Latein. Aber wie schon gesagt, man muss in die Vergangenheit schauen, um für die Zukunft zu lernen. Und der Blues war einmal ungemein wichtig für sehr viele Menschen in einer Zeit, die der heutigen nicht unähnlich ist. Wirtschaftsdepression, Armut, unglückliche, verzweifelte Menschen. Der Blues hat ihnen nicht Mut gemacht, im Gegenteil. Er brachte sie an die Wurzel ihrer Misere und aus dieser tief empfundenen Verzweiflung konnten sie neue Kraft schöpfen und sich an den eigenen Haaren aus dem Dreck ziehen. Heute ist der Blues wichtig, weil wir durch ihn Geschichte begreifen können. Und ein Programm wie History of the Blues ist für mich die einzige Möglichkeit, heute Blues zu spielen. Ich würde nie im Leben eine Bluesband aufmachen. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Und mit diesen neuen Formen habe ich in den letzten Jahren gearbeitet. Aber jede musikalische Ära hat ihren Höhepunkt. Eine Zeit, wo experimentiert wird, neue Formen entwickelt und alte verändert werden. Wo ganz einfach Überraschungen passieren. Und diese Periode in der Geschichte des Blues will ich dokumentieren. I've taken like some of the most important blues artists from their most important periods when their careers were at their peak and they were doing their most inventive experimental music. And that's what it comes down to. At each period in every kind of music, it hits a peak and people hit peaks within it. And that's the peak when they're at their most experimental. Everything's new, they've got a new form, they're changing the form around, they're doing different things, they're trying different arrangements, things that are putting in surprises, not just the usual. And that's what I've tried to do, take it from that period, which makes it very valid now. Sometimes it's quite difficult to capture Muddy Waters, for instance. Es ist sehr schwierig, Muddy Waters gerecht zu werden, um seinen rauen, harten, bösartigen Slide-Gitarren-Stil zu treffen. Genauso ist es mit dem Singen. Ich will weder eine Karikatur noch ein billiges Imitat seiner Stimme. Und er sang nun einmal wie der böse schwarze Mann. Um das auch nur einigermaßen vermitteln zu können, muss ich versuchen, den Geist dieser Rauheit und Härte in mir zu finden. Und wenn ich dann Muddy Waters singe, fühle ich mich auch hart und böse. And the crudeness of how he sung, and how he obviously felt when he was singing, like a big bad guy, you know. And when I sing the very early Muddy Waters song, I have to feel that way before I can really sing it. And singing it makes me feel that way. Brechen Snakefingers Blues-Dokumentation und dokumentieren die Geschichte von Snakefinger. Ein Exkurs also, History of Snakefinger, Teil 1 bis 3. Erste Station, England vor 10 Jahren und Philip Lithman ist Gitarrist der Pub-Rock-Gruppe Chilli Willy and the Red Hot Peppers. It seems to be my destiny to go against the grain, whatever the grain of the time happens to be. I seem to want to, not on purpose, not because I'm a contrary kind of guy, you know, but just because it seems to be the way it goes. And that was it. I did the Chilli Willies, which was kind of easy music to understand and everything, and I did it for a while until I was sick of that. Als ich anfing, habe ich mit den Chilli Willies Spaßmusik gemacht, bis ich das satt hatte, und dann wollte ich das genaue Gegenteil. Kaum spielte ich mit den Residents und meine eher wahnsinnigen eigenen Sachen, fingen die Leute an, sich für den Rock'n'Roll und Blues der Chilli Willies zu interessieren. Und heute rufen sie bei den Konzerten Weird, Kill the Great Raven und die ganzen verrückten Titel meiner Snakefinger-Songs. Ich glaube, es ist mein Schicksal, immer gegen den Strom zu schwimmen. I play the weird experimental music, you know, people shouting, you know, rock and roll, you know, blues, rock and roll. And now they're going, you know, come on, weird and kill the great raven, you know, all these weird song titles of mine, and I'm playing blues. It's just one of those things, you might say. Snakefingers History of the Blues hatte heuer im Februar im Old Waldorf von San Francisco Premiere. Geplant waren nur ein paar Auftritte in den USA, die Blues-Lektion wuchs sich aber zu einem beachtlichen Erfolg aus.
Das ganze Jahr war Snakefinger in den USA auf Tour, jetzt kam er mit seiner 8-köpfigen Band nach Europa. Ohne Schallplattenvertrag, denn sein Vertrag mit Ralph Records wurde von den Residents nicht mehr verlängert. Nach seinem ersten Auftritt in Europa kam prompt das Angebot, für das unabhängige Label Rough Trade seine Blues-Geschichte aufzunehmen, was dann letzte Woche in Deutschland auch geschehen ist. Jetzt will Snakefinger seine Forschertätigkeit prolongieren. Die Teile 3 und 4 seiner History of the Blues sind in Vorbereitung. Yeah, I think it's been conclusively proved that a white man can have the blues and can play the blues. The big problem is, should a white man interpret the blues, or should any man interpret the blues? Should any man interpret anyone Es ist, else's glaube ich, stuff? ein für allemal bewiesen, dass auch Weiße den Blues haben und spielen können. Die Frage ist nur, ob ein Weißer den Blues überhaupt interpretieren soll. Das ist ja geschehen, so lang und ausgiebig, dass er zuletzt bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt war. Ich höre mir zum Beispiel Leute wie George Thorogood an und was der treibt, habe ich Millionenmal gehört. 12 Takter im Eilzugstempo runtergeholzt. Ich verstehe jeden, der da sagt, das ist Blues, mag ich nicht. Denn es ist platt und billig. Sie würden wahrscheinlich ganz anders denken, wenn sie wüssten, wie Blues wirklich war, wie viel Gefühl und wie viel Kraft da drinnen steckte. Deshalb versuche ich nicht, den Blues auf meine Art zu interpretieren, sondern gehe her und frage mich, wie hat zum Beispiel B.B. King geklungen, als er 1954 in einem Club in Texas auf die Bühne kam mit seinem fantastischen Orchester. And the feeling that it had and the power behind it. They might feel differently, they might see different things in it. And I'm not trying to interpret it my way, I'm trying to do it as they would have done it live, you know. How would B.B. King have sounded when he came out with his fantastic orchestra in, 1954 in a club in Texas? My basic impression is that blues was very ill in the 60s, towards the late 60s, because of soul music and R&B. It was already very ill, and the final death blow was given to it by Flower Power in 1967, when they just killed Der blues Soul und dead. Rhythm and Blues Ende der 60er Jahre waren der Anfang vom Ende. 67 kam Flower Power und versetzte dem Blues den Todesstoß. Da holten Typen wie Leon Russell einen Freddie King ins Studio und wollten ihn mit Geigen und Mellotron modernisieren und für den Massengeschmack zurechtbiegen. Das war das Ende. Mellotrons and try and modernize him up, and yeah, Shelter did a lot of those guys a lot of harm, really gave them the coup de grace,